Hallo, mein Name ist Ute mit Video 12. Ich möchte diesmal nochmal auf mein Augenproblem eingehen. Ich habe da eine Glaskörperablösung, das geht jetzt schon ein paar Monate, habe bisher mit dem Medbed keine wirkliche Verbesserung erfahren, obwohl ich also jede Nacht vorm Einschlafen dem Medbed gesagt habe, bitte dieses Auge heilen. Dann auch letztlich mit einer immer höheren Quebzahl, die ich dann da reingepackt haben wollte, die also inzwischen schon in die, also ab die Millionenzahl geht. Und experimentiere jetzt also mit immer höheren Krebszahlen, was ich sehr interessant finde, weil da dann völlig andere Qualitäten, also neue und andere Qualitäten auftauchen, also immer weniger materiell natürlich. Ab einem bestimmten Zeitpunkt klickt es dann in meiner Erfahrung irgendwo und dann schaltet es anscheinend um auf eine nochmal ganz neue Ebene, wie das vorher war. Das finde ich also sehr spannend. Und ich habe eben festgestellt, ich kann jetzt sogar in die Milliarden Quebs gehen und dann wird es immer feiner und immer weniger Materie natürlich. Aber ich möchte auch aus meinem Begreifen her, meinem Verständnis aussagen, dass solange wir es mit den Quebs zu tun haben, haben wir es auch mit der universalen Schöpfungsenergie zu tun, aber nicht mit der rein göttlichen Energie, die diesen Schöpfungsenergien noch vorausgeht. Also das ist meine persönliche Erfahrung. Andere mögen das anders sehen, aber für mich ist das so. Also ich habe jetzt mit immer mehr Milliarden Quebs gearbeitet, was dieses Auge betrifft, und bin dann auch nochmal zu der Überzeugung gekommen, dass es ganz wichtig ist, tatsächlich den richtigen die richtige Formulierung zu finden. Denn ich habe eine ganz feine Änderung empfunden, als ich eben nicht mehr gesagt habe, einfach das Auge jetzt heilen, ja, zum Beispiel und die Normen des Schöpfers wiederherstellen oder wie immer man das formulieren möchte, sondern indem ich gesagt habe, also mich orientiert habe an dem tatsächlichen Prozess, bitte die Ablösung zum Beispiel, also die Ablösung des Glaskörpers rückgängig machen. Also ganz konkret auf das eingehen, was da tatsächlich geschehen ist. Und das war dann ganz interessant. Ich war vielleicht bei der Zahl von 5 Milliarden Quebs angelangt. Und in dem Moment haben sich auch psychische Räume dann geöffnet. Also ich habe plötzlich etwas wahrgenommen, was ich mal früher im Alter von 5 erlebt habe, was für mich sehr traumatisch war. Und festgestellt, dass, obwohl ich dachte, diese Dinge sind eigentlich mehr oder weniger alle aufgelöst bei mir, hatte ich die Wahrnehmung, dass da eben dieses Erlebnis nicht aufgelöst war und als noch feiner Verknotung im Herzen anwesend war. Und das war doch sehr interessant. Dann bin ich noch weiter zurückgegangen, also alles jetzt mit dem Medbed und diesen Milliarden von Quebs involviert, bin ich dann zurückgegangen auf die Zeit von 1 oder 2 Jahren, wo eigentlich die Grundursache gelegen war für diese Erfahrung mit 5 Jahren. Also da habe ich dann so ganz wirklich diesen Schmerz im Herzen empfunden, also dass da was wie ein schwarzer Flecken war, was mir vorher nicht bewusst war. Und dann habe ich mir halt gedacht, naja, das ist ja sehr typisch eigentlich, ich sehe schwarzen Flecken vor dem Auge, also was ich mir aber früher schon mal gedacht hatte, also muss da ja irgendwo ein schwarzer Flecken in mir selber sein, der sich dann hier so manifestieren will im Auge, damit ich mal endlich da hinschaue und es auch wirklich mal wirklich mehr anschaue.
Dann bin ich in der Krebszahl immer höher gestiegen. Also das ging dann immer mehr Milliarden, immer mehr Milliarden, immer mehr Milliarden. Und ich wollte eben wissen, je höher ich die Milliarden jage, ob sich dann damit dieser dunkle Fleck, also in meinem Herzen, dieser Schmerz tatsächlich auflöst. Ich habe dann angefangen, die Milliarden, also immer steigende Milliardenzahlen in meinem Herz durch diesen schmerzenden Fleck da zu atmen. Und plötzlich war der Fleck vollkommen weg. Und das war also dann einfach nur noch eine ganz feine, lichte Energie da. Dann habe ich diese Energie auch gleichzeitig verbunden mit meinem Auge, also das nicht okay ist, und diese Information da reingegeben. Das heißt, diese Verbindung direkt gleich hergestellt. Und dann wieder darum gebeten, dass jetzt eben dieses Auge schneller geheilt werden möge. Und jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Das ist natürlich ein tiefgreifend organisch, im Organischen bereits liegende Störung da. Und da gibt es vielleicht Wunderheiler, die schnackseln nur mit dem Finger und dann ist das alles wieder okay. Aber das bin ich nicht. Also mal gucken, was daraus jetzt geschieht und wie sich das entwickelt. Also soweit das heute. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich habt ihr das auch spannend empfunden. Tschüss, alles Gute.